Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Und heute wollen wir uns den Herneos Dungeon genauer angucken. Besser gesagt wollen wir uns gucken, welche Monster sich darin befinden, was sie droppen und einfach so ein paar allgemeine Infos dazu, was so Neues dazugekommen ist. Es ist ja nicht allzu viel neuer PvE-Content oder generell nicht so viel neuer High-Level-Content dazugekommen. Es ist eigentlich wirklich nur dieser Dungeon und sonst ist ja überwiegend dieses Lifestyle-System neu. Und ja, deswegen schauen wir uns jetzt diesen Dungeon an, denn es ist der Dreh- und Angelpunkt der neuen Level-Erweiterung und eben auch der neuen Bosse, des neuen Bosses und zwar keine neuen Ausrüstungsdrops, aber es gibt auch neue Drops. So, also welche Monster sind neu? Es gibt einmal die Dreadfin. Dann würde ich sagen, können wir uns einfach direkt die normalen Monster an. Da gibt es natürlich noch die Captain Dreadfin, die Dreadscale, Captain Dreadscale, Lumenfin und Captain Lumenfin. Und das sind alles Monster von Level 60 bis 165, die sich da quasi durchziehen. Also 6 neue Monster, immer in der normalen und in der Captain-Variante. Das sind ganz normale Monster, das sind keine Dungeon-Monster oder keine irgendwie speziellen Monster oder so. Das Einzige, was sie eigentlich von richtigen Open-World-Monstern unterscheidet, ist, dass sie keine Level-Achievements haben oder keine Monster-Achievements. Das heißt, es gibt da kein Monster-Achievement Level 1, Level 2, Level 3, Level 4, Level 5, wo man nochmal 15% mehr ATK gegen diese Monster bekommt. Was man halt auch wirklich merkt, also man macht da halt viel weniger Schaden und dieser Schaden wird halt auch niemals diese 15% Angriff bekommen, die man jetzt zum Beispiel bei Kraken hat. Das ist ein Nachteil, den diese Monster haben. Und der andere Nachteil ist tatsächlich eine sehr schlechte Mobdichte, aber gut, das ist jetzt wieder subjektiv auch ein bisschen, I guess. Alle diese Monster sind irgendwo auch Teil von Quests. Es gibt ja die neue Quest-Reihe, aber die wollen wir uns jetzt in dem Zuge gar nicht wirklich angucken. Uns interessiert es vor allem, droppen die irgendwas Besonderes? Und für alle normalen Monster, es gilt jetzt für alle, bis von Dreadfin bis Captain Lumenfin, gilt eigentlich nicht wirklich. Also Ultimate-Waffen kann man überhaupt nirgendwo droppen, das geht sowieso nicht. Die Unique-Waffen droppen sie keine. Very Rare haben sie Power Dice 10 und 12. Das ist jetzt wieder sowas, was wahrscheinlich ein paar Leute noch nicht wissen. Monster in Open-World-Dungeons können immer Power Dice 10 und 12 droppen. Und es gilt auch schon für Mars Dungeon in Flaris. Auch dort kann man theoretisch Power Dice 10 und 12 droppen. Man sieht die Wahrscheinlichkeit oder die Range der Wahrscheinlichkeit ist ziemlich gering. Aber es kann schon hier und da mal vorkommen, wenn man da wirklich aktiv drin levelt mit Party-Skills und so und im richtigen Drop-Bereich ist. Dann droppt man da hier schon ab und zu mal 1 oder 2 Stück. Kann passieren. Aber ansonsten droppt man natürlich nur die 150er PvE-Sets, also das gleiche, was man auch so in der Open World droppt. Rare Items ist das Coral Shield und die 4% Karten, das ist aber auch genau das gleiche, was alle Monster in Coral Island droppen. Und das war es tatsächlich auch schon. Und das gilt, wie gesagt, für alle diese Monster. Dreadfin, Captain Dreadfin, Dreadscale, Captain Dreadscale, Lumenfin und Captain Lumenfin. Was aber noch relevant oder interessant ist, dass sie alle Quest-Items droppen, auch wie in der Open World. Aber diese Quest-Items braucht man auch tatsächlich alle 10 Mal. Also man braucht 10 Mal das Quest-Item von den Dreadfin, 10 Mal das Quest-Item von den Dreadscale und 10 Mal das Quest-Item von den Lumenfin zusätzlich, um den Boss herauszufordern. Das heißt, diese Monster haben irgendwo eine permanente Relevanz, weil man immer ihre Quest-Items benötigen wird. Also, wenn man den Boss herausfordern will zumindest. Ist jetzt nicht wirklich so ultra heftig, aber sorgt zumindest dafür, dass selbst wenn bei diesem Monster niemals wirklich jemand leveln will oder wird, wegen der angesprochenen Mobdichte, dann haben sie zumindest dahingehend noch eine gewisse Relevanz, weil man halt ihre Quest-Items benötigt. Genau. Aber ja, soviel zu den normalen Monstern, also nicht allzu relevant und auch nicht allzu stark, by the way. Also wie gesagt, auch von den Damage- und HP-Zahlen und so wirkt das so, als wären es einfach ganz normale Open-World-Monster. Der große Nachteil ist wirklich das mit dem Achievement. Das ist eigentlich wirklich der einzige Unterschied, zum Beispiel jetzt zu Kraken. Genau, dann haben wir unseren ersten Death's Guardian, und zwar den Bunyip. Bunyip? Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ist ein Giant mit 60 Millionen HP und Berserk-Modus hat er 130% ATK und ist quasi wie ein Open-World-Giant eigentlich zu sehen, mit minimalen Besonderheiten. Also eine Besonderheit ist, er droppt Blessing of the Demon, was eigentlich nur Violets droppen. Das ist ein neues Item. Genau. Dann er droppt Ultima, das ist das, was alle Giants droppen. Sunstone, ich würde fast sagen, wir gehen es einfach hier durch, das ist ein bisschen chilliger. Er droppt Herneswaffen mit der gleichen Drop-Range wie Giants, also nicht häufiger, aber auch nicht seltener. Er droppt Very Rare und jetzt wird es tatsächlich schon sehr interessant.
Orichalcum, Shining Ori, Powerless 10 und Powerless 12 müsste eigentlich auch noch irgendwo sein wahrscheinlich. Wo ist der Powerless 12? Da ist er. Oh, der Powerless 12 ist tatsächlich seltener, deswegen wird er weiter weg angezeigt. Was hier interessant ist die Oceanic-Waffen. Und zwar droppen beide, also auch der andere Giant, den wir uns gleich angucken, die Oceanic Skin-Reihe. Das sind ja die neuen Skins, die ich auch schon im extra Video vorgestellt habe. Die ganzen neuen Skins, die man jetzt droppen kann. Und die droppen tatsächlich nicht nur beim Endboss. Und was ich bis gerade eben nicht gesehen habe ist, oder nicht gewusst habe ist, die Giants droppen die Skins mit einer höheren Wahrscheinlichkeit als der Boss. Das heißt, die Giants haben eine geringere Wahrscheinlichkeit für Herneswaffen. Oder allgemein gesehen sind sie eigentlich genau wie Open World Giants, zum Beispiel Giant Kraken. Der einzige Unterschied ist hier, sie droppen zusätzlich Skins und die Skins auch noch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit als beim Boss. Das heißt, wenn man wirklich diese Skins haben will, ist man eigentlich besser beraten, dass man die Giants farmt und nicht den Boss. Finde ich tatsächlich ganz interessant. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder ob das hier nicht irgendwelche Fehler sind oder so, die in der API vielleicht falsch eingetragen wurden oder so, keine Ahnung. Aber wenn wir uns das hier mal kurz angucken, spoiler ich hier schon ein bisschen, aber egal. Very Rare haben wir hier 0,001 bis 0,01 und hier haben wir 0,01 bis 0,1. Und das ist der Giant. Also der Giant hat die höhere Wahrscheinlichkeit und der Boss hat die niedrigere. Nur was die Skins allerdings anbelangt. Also alles andere spielt da jetzt keine Rolle, aber die Skins tatsächlich häufiger bei den Giants. Und die Giants kann man ja auch ohne Cooldown farmen. Also ich meine, wenn man das so sieht, natürlich, selbst wenn sie die gleiche Wahrscheinlichkeit hätten, würdest du auch eher die Giants farmen. Aber so hast du doch wirklich eine höhere Wahrscheinlichkeit. Allem Anschein nach zumindest. Aber ja, sehr interessant. Ja, dann bei dem zweiten Giant, der ist im Level nochmal 2 Level höher, hat ein anderes Element, Pipapo. Ist aber vom Prinzip her einfach nochmal das gleiche, einfach nochmal eine kleine Ecke stärker. Drop-technisch genau das gleiche. Also auch hier die Skins mit der höheren Wahrscheinlichkeit als der Endboss. Sunstone, Shining Ori, PD10, PD12. Herneswaffen mit der gleichen Wahrscheinlichkeit wie Giants. Korallschied natürlich. Genau, der Rest ist eigentlich nicht wirklich erwähnenswert. Blessing of the Demon halt noch, genau, und das war's eigentlich. Und dann haben wir den Endboss. Jetzt muss ich den Filter wieder rausnehmen. Und das ist jetzt aber auch nicht mehr so ultra anders. Im Endeffekt ist es hier so, ja gut, das kann man vielleicht noch erwähnen. Blessing of the Demon droppen die Giants und der Boss tatsächlich mit der höchsten Wahrscheinlichkeit. Also Violets haben gleich irgendwie 30 bis 60 und die hier haben die höchste Wahrscheinlichkeit. Also mit Partys geht es um den richtigen Drop-Bereich und bei den Giants und bei dem Boss muss man immer im richtigen Drop-Bereich sein. Bei Max-Level ist 165 und 165 und der niedrigste Giant ist auch 165. Also man hat bei den dreien immer 100% Drop-Rate. Beim Boss wahrscheinlich sowieso immer, weil es ja ein Boss ist. Bei Bossen hat man eigentlich immer 100% Drop-Rate. Lange Rede, kurzer Sinn. Die droppen eigentlich fast immer Blessing of the Demon zu pretty much 100%. Und mit Party-Skills, wie gesagt, noch verrechnet. Und genau. Und dann haben wir noch die Jewel Gemstone. Achso, ich muss die Rarity nicht raustun. Wait a minute. What? Wieso funktioniert das nicht? Oh mein Gott, ist jetzt die Website down oder was? No way, what is happening? Oh Gott, ich probiere es nochmal. Oder was wegen Groß- und Kleinschreibung vielleicht. Ja, vielleicht was wegen Groß- und Kleinschreibung. Jewel Gemstone ist jetzt natürlich nicht wirklich relevant, aber er droppt auch die Itemate Jewel Box, was ganz cool ist. Mit einer 1 bis 2% Wahrscheinlichkeit. Jetzt sagt er mir schon wieder keine Drops gefunden. Ich habe doch... What? Okay, keine Ahnung, was gerade los ist. Ach, sag jetzt nicht, dass die Website wirklich down ist. Die lädt nicht. Oh mein Gott, nein! Bruh. Ja. Genau, das war eigentlich schon so die erste Besonderheit. Und dann würde ich einfach sagen, machen wir es genauso wie wieder mit den Unique-Waffen. Hier ist jetzt die Besonderheit, er droppt die Unique-Waffen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit als die beiden Bosse, als die beiden Giants, die wir uns gerade angeguckt haben. Und natürlich auch höhere Wahrscheinlichkeit als alle Bosse und Violets in Coral Island. Giants und Violets, Entschuldigung. Das heißt, wenn man wirklich Herneswaffen haben will, sollte man eigentlich gegen diesen Boss kämpfen, weil er die höchste Wahrscheinlichkeit hat, Herneswaffen tatsächlich zu droppen. Und ja, gut, dann ist es eh schon so, es stand ja auch in den Patch Notes, er droppt basically alles, was man in Cursed Dungeons droppen kann. Einzige Ausnahme ist natürlich Wilds und Dozaka Crystal, das nicht, aber ansonsten Brilliant Amethyst, Sunstone, Shining Orichalcum, Powder 1012, Pipapo, wie gesagt die Jewel Box, Gemstone. Also er droppt eigentlich basically so ziemlich alles, außer Dozakas Crystal
und 150er White Sets. Aber sonst eigentlich literally alles. Und das ist auch gut so, das ist richtig. Andernfalls wäre der Boss halt wirklich nicht wirklich relevant. Also wenn er keine Herneswaffen droppen würde, wäre er schon instant eigentlich unattraktiv. Und andersrum, wenn er nur Hernes droppen würde und alles andere nicht, gut, dann wäre er immer noch attraktiv genug. Aber wenn dann die Herneswaffen irgendwann nichts mehr wert wären, wäre dann schon auch nicht mehr so ultra attraktiv, weil dann halt diese Common, also in Anführungszeichen Common Drops halt dann irgendwo fehlen würden. Aber ja, ist schon an für sich eine ganz solide Sache. Und das war im Endeffekt einmal kurz im Schnelldurchlauf dieser neue Hernes-Dungeon. Ich habe da drin auch schon gelevelt, wie gesagt. Also Monster-Mob-Dichte ist nicht so geil. Als 1v1 reicht es wahrscheinlich. Als AOE, Hit and Run, wie auch immer, ist es nicht so attraktiv. Es gibt ein paar gute Spots, ja. Aber das Problem in Dungeons zu leveln ist irgendwie immer, also gefühlt ist es zumindest so, dass da die Monster teilweise länger zum Respawnen brauchen. Und ich hatte jetzt halt schon öfter die Situation, ich habe zwar einen guten Spawn, wo wirklich 20, 30 Monster in relativ kleiner Reichweite sind. Dann habe ich die aber alle gepullt und töte sie alle. Ja, und dann stehe ich da und es lebt kein einziges Monster mehr. Dann muss ich legit 5 oder 10 Sekunden auf den Respawn warten. Und diese 5 bis 10 Sekunden sind komplett gewastet, wo du überall sonst in der Open World schon wieder die nächsten Monster pullen würdest und schon wieder Schaden machen würdest und indirekt schon wieder XP machen würdest. Also ist ein bisschen suboptimal zum Leveln, kann man nicht anders sagen. Und wird sich als wirklicher Level-Spot wahrscheinlich nicht durchsetzen. Ich meine, Level 165 erreicht man sowieso relativ einfach. Es gibt die Quest-Reihe, die über 80% gibt. Es gibt, die meisten Leute sind sowieso schon mit 161 ins Update gestartet. Das heißt, es sind sowieso nur 4 Level-Ups, die sie brauchen. Also wenn man das alles in allem zusammenfasst, kann man sagen, als Level-Spot leider nicht so relevant. Auch die XP der Monster hätten sie vielleicht ein bisschen höher machen können, wenn schon die Mobdichte so schlecht ist, wenn es schon kein Level-Achievement gibt und so weiter. Dann hätte man wenigstens die XP der Monster ein bisschen erhöhen können. Haben sie offensichtlich auch nicht wirklich gemacht, also, oder nicht genug, um hier das irgendwie auszugleichen. Also alles in allem als Levelgebiet kein so geeigneter Dungeon, aber zum Giants und Bosse farmen definitiv geeignet. Genau. Und ja, das war's euch auch schon. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, noch ein Abo von euch freuen. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Tägliche Livestreams auf Twitch. Link dazu in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.